Herline Dulai wurde 1991 in Philadelphia, Pennsylvania geboren. Sie wuchs in einer liebevollen Familie auf, umgeben von der Fürsorge ihrer Eltern und Schwestern. Sie war von Natur aus offen, kam leicht mit Menschen zurecht und war bekannt für ihre Fähigkeit zuzuhören, zu unterstützen und mit positiver Energie anzustecken. Seit ihrer Kindheit war Herline neugierig und wollte sich in verschiedenen Bereichen versuchen, aber am meisten zog es sie zur Wissenschaft und Gesundheit. Sie schrieb sich an der Universität für Biologie ein und träumte von einer Karriere in der Medizin oder Forschung. Nach ihrem Abschluss wurde ihr jedoch klar, dass die Arbeit im Labor oder im Büro nicht ihr Weg war. Ihr Verlangen nach Veränderung veranlasste sie zu einer mutigen Entscheidung. Sie zog nach Las Vegas, einer Stadt, die für ihre unendlichen Möglichkeiten und ihren rasanten Lebensrhythmus bekannt ist. Für Herline war Vegas nicht nur eine neue Stadt, sondern ein echter Neuanfang. Kurz nach ihrem Umzug stürzte sie sich kopfüber in die Welt des Fitnessbereichs. Innerhalb weniger Monate veränderte sie sich grundlegend, wurde nicht nur stärker, sondern auch selbstbewusster. Diese neue Leidenschaft veranlasste sie, eine Ausbildung zur Personal Trainerin zu absolvieren. Sie wollte anderen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Ihre Karriere nahm schnell Fahrt auf. Ihre Kunden schätzten ihre Motivation, ihre Unterstützung und ihr aufrichtiges Engagement. Sie stellte nicht nur Trainingsprogramme zusammen, sondern inspirierte die Menschen, half ihnen, ihre Unsicherheit zu überwinden und wurde für sie zu einer echten Freundin auf ihrem Weg der Verwandlung. Ihre Kollegen bewunderten ihre Energie, ihren Optimismus und ihre Fähigkeit, mit jedem ins Gespräch zu kommen. Aber unter dieser äußeren Fassade kämpfte sie mit ihren eigenen inneren Dämonen. Nach ihrem Umzug dachte Herline oft über den Sinn des Lebens nach und suchte nach etwas Tieferem. Diese Suche führte sie zu spirituellen Praktiken. Sie begeisterte sich für alternative Medizin, Meditation und verschiedene philosophische Strömungen. Je mehr sie sich mit diesem Thema beschäftigte, desto mehr faszinierten sie Ideen wie innere Harmonie, Energiearbeit und eine unkonventionelle Sicht auf die Welt. Diese neue Leidenschaft brachte sie mit einem anderen Freundeskreis in Kontakt. Unter den Menschen, mit denen sie nun verkehrte, befand sich auch einer, der ebenso wie sie von Selbstfindung besessen war. Ihre Gespräche drehten sich um spirituelles Wachstum, Energie und die Suche nach dem verborgenen Sinn des Lebens. Anfangs war das inspirierend, aber mit der Zeit begann sich alles zu ändern. Ash Armand hatte eine magnetische Ausstrahlung. Er war selbstbewusst, redegewandt, konnte sich jedem Gespräch anpassen und seinem Gegenüber das Gefühl geben, verstanden zu werden. Umgeben von Aufmerksamkeit machte er den Eindruck eines Menschen, der viel gesehen und eine gewisse höhere Erkenntnis, eine Erleuchtung erreicht hatte. Er hatte seine eigenen Ansichten über Energie, Bewusstsein und das Wesen des Daseins, die er gerne mit denen teilte, die nach Antworten suchten. Herline war von seiner Philosophie fasziniert. Sie hatte das Gefühl, dass er ihr Streben verstand und dass sie an seiner Seite etwas Größeres für sich entdecken könnte. Ihre Gespräche entwickelten sich schnell zu einer tieferen Verbindung. Gemeinsam erforschten sie Methoden zur Reinigung des Geistes, zur Befreiung von inneren Barrieren und zur Ablehnung gesellschaftlicher Normen, die sie ihrer Meinung nach zurückhielten. Irgendwann begann er, neue Ideen einzuführen. Er behauptete, dass traditionelle Methoden der Selbstverbesserung zu begrenzt seien und dass man für echte Erleuchtung über das Gewohnte hinausgehen, Ängste ablegen und seine Wahrnehmung erweitern müsse. Er sagte, dass man wahres Bewusstsein nur erreichen könne, wenn man mentale Fesseln sprengt und über die Grenzen der gewöhnlichen Realität hinausgeht. Genau zu diesem Zeitpunkt begannen ihre Reisen. Sie fuhren aus der Stadt hinaus in abgelegene Gegenden, wo sie sich vollständig von der Außenwelt abschotten konnten. An diesen einsamen Orten experimentierte Herline mit neuen Techniken der Selbsterkenntnis. Mit der Zeit nahmen diese Praktiken eine andere, gefährlichere Wendung. Hier kamen illegale Substanzen ins Spiel. Man suggerierte ihr, dass diese einfach notwendig seien, um einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen und aus den Grenzen der gewöhnlichen Realität auszubrechen. Unter ihrem Einfluss fiel sie in veränderte Bewusstseinszustände und erlebte Empfindungen, die ihr wie Schritte zu einer tiefen Wahrheit erschienen. Jede solche Sitzung schien eine Reise zu mehr Verständnis zu sein, aber allmählich begannen die Grenzen zu verschwimmen. Die Wahrnehmung wurde instabil und die Grenze zwischen Realität und Illusion wurde immer schwieriger zu ziehen. Diese Erfahrungen waren berauschend, aber sie führten sie immer weiter weg von der Welt, die sie zuvor gekannt hatte.
Irgendwann war es keine Suche nach Harmonie mehr. Es wurde zu etwas ganz anderem. Vielleicht war ihr selbst nicht bewusst, wie tief sie sich darin verstrickt hatte. Aber Schritt für Schritt bewegte sich ihr Leben in eine Richtung, aus der es kein Zurück mehr gab. Herlene und Ash kamen sich sehr schnell näher. Ihre Beziehung entwickelte sich rasant. Mit der Zeit gab es jedoch erste kaum wahrnehmbare Warnsignale. Zunächst schienen sie unbedeutend zu sein, kleine Veränderungen in seinem Verhalten, die ihr nicht sofort auffielen. Ash konnte fürsorglich und zärtlich sein, aber manchmal wurde er plötzlich distanziert und verschlossen. Seine Stimmung änderte sich unvorhersehbar. Mal sprach er voller Inspiration, als würde er ihr die größten Geheimnisse des Universums offenbaren, mal ärgerte er sich plötzlich über Kleinigkeiten und zog sich für lange Zeit in sich selbst zurück. Manchmal verschwand er ganz, antwortete nicht auf Nachrichten und Anrufe und kam dann zurück, als wäre nichts gewesen. Er erklärte dies damit, dass er Zeit brauche, um seinen Geist zu klären und seine innere Energie ins Gleichgewicht zu bringen. Er behauptete, dass er die Emotionen anderer Menschen spüre und sich manchmal isolieren müsse, um sich von ihrem Einfluss zu befreien. Herlene versuchte ihn zu verstehen, aber diese Episoden machten sie unruhig. Ash wurde immer beharrlicher und sagte ihr, sie müsse ihre Wahrnehmung der Welt ändern und sich von traditionellen Überzeugungen lösen. Er sagte, dass Logik Menschen daran hindere, ihr wahres Potenzial zu entfalten, dass sie ihrer Intuition vertrauen und auf ihre innere Stimme hören müsse. Mit der Zeit wurden seine Äußerungen immer seltsamer. Er sprach von höheren Wesenheiten, von Menschen, die mit dunkler Energie verbunden sind, die sie daran hindert, sich weiterzuentwickeln. Eine Sache beunruhigte Herlene besonders, seine Behauptung, dass es in ihr selbst etwas gebe, das gereinigt werden müsse. Ash bestand darauf, dass er ein Ungleichgewicht in ihrem Energiefeld spüre, etwas, das sie daran hindere, volles Bewusstsein zu erlangen. Seinen Worten zufolge war es genau das, was sie daran hinderte, wahre Harmonie zu erreichen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Mit der Zeit wurde sein Verhalten immer unberechenbarer. An manchen Tagen behauptete er, er könne ihre Zukunft sehen oder ihre Gedanken lesen. An anderen Tagen wurde er gereizt und argumentierte, dass sie nur ihm vertrauen solle. Diese Stimmungsschwankungen wurden immer ausgeprägter. Heute war er ein inspirierender Mentor, morgen verschlossen, aufbrausend und misstrauisch. Eines der seltsamsten Themen, die er ansprach, waren Rituale. Er behauptete, dass es alte Methoden gebe, mit denen man innere Barrieren beseitigen und Erleuchtung erlangen könne. Seinen Worten zufolge könne sich ein Mensch nur mit Hilfe spezieller Zeremonien von allem befreien, was ihn daran hindere, das Leben wirklich zu verstehen. Zunächst nahm Herlene dies nur als eine weitere philosophische Idee wahr, aber langsam begann er, sie zur Teilnahme an diesen Praktiken zu drängen. Er beharrte darauf, dass dies notwendig sei, dass sie aufhören müsse, sich vor dem Unbekannten zu fürchten. Er bestand darauf, dass nur völliges Vertrauen in ihn ihr ermöglichen würde, wahre Harmonie zu erreichen. Herlene erkannte nicht sofort, dass diese Gespräche eine gefährliche Grenze überschritten hatten. Für sie sah es einfach wie sein persönliches Hobby aus, wie unkonventionelle Ansichten und nichts weiter. Aber mit der Zeit wurde klar, dass seine Überzeugungen nicht nur sein Verhalten prägten, sondern auch zunehmend ihre Beziehung beeinflussten. Er verlangte immer mehr von ihr, bedingungsloses Vertrauen, nur auf ihn zu hören und seine Methoden niemals in Frage zu stellen. Am Abend des 15. Juli 2020 waren Herlene Dulay und Ash Amon in seiner Wohnung in Las Vegas. Sie wollten den Abend gemeinsam verbringen und ihn einer spirituellen Reinigung widmen. Sie hatten schon lange darüber gesprochen, einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen, und nun war es laut Ash an der Zeit, endlich alle inneren Fesseln zu sprengen. Als Teil der Vorbereitung bestand Ash darauf, illegale Substanzen zu verwenden. Er glaubte, dass nur unter deren Einfluss vollständige Klarheit und Verbindung mit der wahren Realität erreicht werden könne. Herlene hatte zunächst Zweifel, stimmte aber schließlich zu. Es war nicht ihre erste Erfahrung mit solchen Substanzen, aber dieses Mal fühlte sich etwas anders an. Die Dosis war höher als üblich. Innerhalb weniger Minuten setzten intensive Halluzinationen ein. Der Raum um sie herum verzerrte sich. Gegenstände verloren ihre gewohnten Umrisse und Geräusche vibrierten in beunruhigenden Wellen. Ihre Wahrnehmung der Realität veränderte sich rapide, als die Wirkung der illegalen Substanzen zunahm. Er wurde von einer starken Erregung erfasst. Seine Sprache wurde schnell und unzusammenhängend. Er behauptete immer wieder, dass er über die Grenzen der physischen Welt hinaussehen könne, dass sich sein Geist geöffnet habe
und nun bestimmte tiefe Instinkte offenbare. Unterdessen ging es Herlene sehr schlecht. Ihre Visionen brachten ihr keine Ruhe, sondern verstärkten nur ihre Angst und Panik. Sie versuchte sich zu konzentrieren, aber ihr Körper gehorchte ihr nicht. Ashs Verhalten wurde immer unangemessener. Irgendwann näherte er sich Herlene und erklärte, dass er etwas Unnatürliches in ihr spüre. Seine Stimme wurde scharf und sein Blick schwer und bedrückend. Er beharrte darauf, dass sie von dunkler Energie umgeben sei und dass diese gereinigt werden müsse. Als sie versuchte zu widersprechen, erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. Ash warf ihr Widerstand vor und behauptete, sie würde den Abfluss negativer Energie blockieren. Seine Stimme wurde immer gereizter. Er wiederholte, dass er etwas Dunkles in ihr spüre, dass sie eine Kraft in sich trage, die vertrieben werden müsse. Mit jeder Minute klangen seine Worte beängstigender. Die Situation geriet schnell außer Kontrolle. Herlene versuchte, ihn zu beruhigen, aber er nahm ihre Worte nicht mehr wahr. Sein Bewusstsein war durch Substanzen getrübt, und er war auf die Idee fixiert, dass sofort gehandelt werden müsse, dass es keine Zeit mehr zum Warten gebe. Plötzlich packte er sie am Handgelenk. Sie versuchte sich zu befreien, aber seine Kraft, verstärkt durch Adrenalin und sein getrübtes Bewusstsein, ließ ihr kaum eine Chance. Mit einer heftigen Bewegung stieß er sie zu Boden, wo sie hart aufschlug. Aber damit war es noch nicht vorbei. Die Ereignisse entwickelten sich mit erschreckender Geschwindigkeit. Ein einziger Akt der Aggression schien Ash nicht genug zu sein. Er griff nach einem schweren Glaskerzenhalter, der daneben stand, und versetzte ihr mehrere Schläge. Herlenes Kopf fiel leblos herab. Ihr Körper zuckte leicht in Krämpfen, aber selbst das hielt ihn nicht auf. Der Albtraum wurde immer schlimmer. Er benutzte ein Messer und andere Gegenstände, die tiefe Wunden hinterließen. Alles endete erst, als das Opfer aufhörte zu atmen, als das Leben ihren Körper vollständig verlassen hatte. In der Wohnung herrschte eine eisige Stille. Ash begann endlich zu begreifen, was geschehen war. Der benommene Zustand löste sich langsam auf und er geriet in einen Schockzustand. Blut bedeckte den Boden, seine Kleidung und seine Hände. In der Luft lag der schwere, metallische Geruch des Todes. In den nächsten Stunden versuchte er zu begreifen, was er angerichtet hatte. Mehrmals näherte er sich der Leiche, als hoffe er, dass noch alles wieder gut zu machen sei. Aber es gab nichts mehr zu retten. Am Morgen des 16. Juli 2020 ging ein Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang unruhig, manchmal angespannt, aber es lag keine Verzweiflung oder Panik darin, wie man es normalerweise in einer solchen Situation erwarten würde. Ash Amont teilte dem Disponenten mit, dass seine Partnerin tot sei. Er behauptete, es sei ein Unfall gewesen, er habe versucht, ihr zu helfen, aber es sei bereits zu spät gewesen. Die Polizei traf innerhalb weniger Minuten ein. Ash öffnete selbst die Tür und sein Aussehen erregte sofort Aufmerksamkeit. Seine gesamte Kleidung war mit getrocknetem Blut bedeckt. Er wirkte eher erschöpft als verängstigt. In seinem Gesicht war weder Panik noch Schock zu sehen. Nichts von dem, was man normalerweise bei Menschen sieht, die gerade Zeugen einer Tragödie geworden sind. Als die Beamten das Haus betraten, bot sich ihnen ein chaotisches Bild. In der Mitte des Raumes lag der leblose Körper von Herlene Dulay. Ihre Haut war blass, aber auf ihrem Gesicht und ihrem Hals waren dunkle Blutergüsse zu sehen. Ihre Hände waren zerkratzt und von getrockneten Blutflecken umgeben. Der Zustand des Raumes deutete eindeutig darauf hin, dass hier ein heftiger Kampf stattgefunden hatte. Das Badezimmer stand jedoch in starkem Kontrast zu diesem Bild. Es war verdächtig sauber. Auf den Fliesen waren schwache Blutflecken zu sehen, aber die meisten Oberflächen waren offensichtlich gereinigt worden. In der Waschmaschine fanden die Beamten Kleidung mit Blutspuren. Auch Ashs eigene Kleidung sah aus, als wäre sie kürzlich gewaschen worden, was sofort Verdacht erregte. Neben dem Bett standen 2 unangezündete Kerzen. Die Ermittler fanden Spuren von geschmolzenem Wachs auf Herlenes Haut. Ein gruseliges und unerklärliches Detail. Auf dem Nachttisch fanden sie 2 Messer. Ein Küchenmesser und ein Klappmesser, beide mit getrocknetem Blut. Es wurde klar, dass jemand versucht hatte, die Spuren des Geschehens zu verwischen. Die Beamten untersuchten auch den Koffer, der am Ausgang stand. Darin befanden sich persönliche Gegenstände, Bargeld und Dokumente. Es entstand der Eindruck, dass Ash vom Tatort fliehen wollte, es sich aber aus irgendeinem Grund anders überlegt hatte oder es nicht rechtzeitig geschafft hatte. Als die Ermittler begannen, ihn zu befragen, waren seine Aussagen äußerst widersprüchlich. Mal behauptete er, sich an nichts zu erinnern,
Mal begann er plötzlich zu betonen, dass Herlene ihn zuerst angegriffen habe und er sich nur verteidigt habe. Allerdings wies sein Körper weder Kratzer noch andere Verletzungen auf, die seine Version eines Kampfes hätten bestätigen können. Die Polizisten beobachteten Ashs Verhalten aufmerksam. Er zeigte keine Emotionen, bat nicht um Hilfe und zeigte sich nicht schockiert über das Geschehene. Die Kriminaltechniker setzten unterdessen die Untersuchung des Tatorts fort. Im Kühlschrank fanden sie Flaschen mit Alkohol. Auf dem Tisch entdeckten sie Spuren einer pulverförmigen Substanz, die später als illegale Substanz identifiziert wurde. Das Bild wurde allmählich klarer. Es gab deutliche Anzeichen dafür, dass jemand versucht hatte, Beweise zu vernichten, dies jedoch sehr nachlässig getan hatte. Alles deutete darauf hin, dass die Tat unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen begangen worden war. Während die Ermittler die Beweise sicherstellten, wurde Ash in einen Streifenwagen gesetzt. Er leistete keinen Widerstand und widersprach nicht. Er sagte nur einmal: „Ich wollte nicht, dass es so endet." Die Ermittlungen hatten gerade erst begonnen, aber schon zu diesem Zeitpunkt hatten die Behörden keine Zweifel mehr. Seine Version der Selbstverteidigung hielt keiner Kritik stand. Nach seiner Verhaftung begannen die Ermittler sofort, die Vergangenheit von Ash Armand zu untersuchen. Die wichtigste Frage war nun nicht mehr, ob er schuldig war, sondern was ihn zu diesem schrecklichen Ende geführt hatte. Die Ermittlungen brachten schnell Details seiner Biografie ans Licht, die vieles erklärten. Ashs richtiger Name ist Akshay Anthony Dixit Kubak. Er wurde 1981 in Indien geboren und verbrachte seine Kindheit in Japan und den USA. Seine Eltern machten ihn schon früh mit spirituellen Praktiken, alternativer Medizin und Meditation vertraut. Als Teenager studierte er östliche Philosophie, begeisterte sich für esoterische Lehren und erlernte Massage- und Energieheilungstechniken. Der Wendepunkt kam 2011. Damals wurde Gareth James, der Besitzer einer Elite-Escort-Agentur, auf ihn aufmerksam. Ashs auffälliges Aussehen machte ihn zum idealen Kandidaten für eine Tätigkeit in der Branche der hochbezahlten Begleiter. Dies führte ihn nach Las Vegas, wo er schnell in die Welt der reichen Kunden, mondänen Partys und des leichten Geldes eintauchte. Im Jahr 2012 wurde er zur Reality-Show Gigolo eingeladen, die ihm Ruhm und finanziellen Erfolg einbrachte. Mit dem Ruhm kamen jedoch auch neue Probleme. Der Druck, ständig im Rampenlicht zu stehen, die Konkurrenz mit Kollegen und die Anforderungen der Branche zwangen Ash nach Wegen zu suchen, um das Image eines erfolgreichen und begehrten Mannes aufrechtzuerhalten. Er begann, Steroide zu nehmen, um seine körperliche Verfassung zu verbessern, und stieg irgendwann auf härtere Substanzen um. Bald verschlimmerte sich seine Abhängigkeit von der Anerkennung anderer durch eine wachsende Abhängigkeit von illegalen Substanzen. Dies führte zu häufigen Aggressionsausbrüchen. In den Nachtclubs von Las Vegas geriet er wiederholt in Schlägereien, wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und sein Verhalten wurde immer unangemessener. Nach dem Ende der Show Gigolo im Jahr 2016 sank Ashs Popularität, seine Einnahmen gingen zurück und seine Versuche, in den Medien zu bleiben, scheiterten. Das Geld, das er während seiner Zeit als Fernsehstar verdient hatte, gab er für ein luxuriöses Leben aus. Autos, Partys, teure Vergnügungen. Im Jahr 2020 befand er sich in einer schwierigen Lage. Der einst beliebte Medienstar mietete nun eine Wohnung und verdiente sich mit seltenen Treffen mit Fans der Show, die bereit waren, für seine Gesellschaft zu bezahlen, etwas dazu. Als er Herlene Dooley traf, war sein Leben längst aus den Fugen geraten. Auf der Suche nach einem Ziel wandte er sich wieder spirituellen Praktiken zu, begeisterte sich für Mystik und überzeugte sich selbst davon, dass er die Fähigkeit besitze, die Realität zu verändern. Unter dem Einfluss von illegalen Substanzen wurden diese Überzeugungen jedoch zu einer Obsession. Seine Beziehung zu Herlene wurde für ihn zu einem Mittel, um sein Machtgefühl zurückzugewinnen. Er sah in ihr nicht nur eine Partnerin, sondern eine Person, die er beeinflussen konnte. Mit der Zeit verwandelte sich sein Selbstvertrauen in seine Rolle in ihrem Leben in den festen Glauben, dass er nicht nur ihre Gedanken, sondern auch ihr Schicksal kontrollieren könne. In jener schicksalhaften Nacht wurde sein Verstand, der bereits durch Jahre der Abhängigkeit und Selbsttäuschung geschwächt war, endgültig getrübt. Die Ermittler rekonstruierten Schritt für Schritt sein Leben. Und je mehr Details ans Licht kamen, desto deutlicher wurde, dass das Verbrechen kein Zufall war. Ash hatte diesen Weg jahrelang beschritten. Der Prozess begann im Jahr 2021. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung an und behauptete,
Herlene Dooley sei Opfer eines brutalen Überfalls geworden und die Version der Selbstverteidigung entspreche nicht den Beweisen. Die Verteidigung baute ihre Strategie auf Aussagen über eine vorübergehende Verwirrung des Geistes auf. Ash bestand darauf, dass er aufgrund illegaler Substanzen und eines emotionalen Zusammenbruchs die Kontrolle über seine Handlungen verloren habe. Seine Anwälte versuchten zu beweisen, dass das, was in dieser Nacht passiert war, nicht vorsätzlich gewesen sei. In seiner Aussage behauptete er, dass er Herlene geliebt habe und ihr niemals absichtlich Schaden zugefügt hätte. Die Öffentlichkeit war geteilter Meinung. Viele, die die Details des Falls kannten, verurteilten die Brutalität des Verbrechens und forderten die höchstmögliche Strafe. Andere, Fans der Show Gigolo, unterstützten Ash weiterhin und glaubten, dass er ein Opfer der Umstände geworden sei. Seine Anhänger veröffentlichten Beiträge in sozialen Netzwerken und gründeten Gruppen, um Geld für seine Verteidigung zu sammeln. Herlenes Familie kämpfte unermüdlich für Gerechtigkeit. Ihre Eltern und Schwestern gaben Interviews und beschrieben sie als eine gute und aufrichtige Person, deren Leben auf tragische Weise von einem Mann beendet wurde, der ihr Vertrauen missbraucht hatte. Sie betonten, dass nichts eine Rechtfertigung sein könne und die Verantwortung für die Tat mindern könne. Im Dezember 2021 fällte das Gericht sein Urteil. Ash Armand wurde für schuldig befunden, ein Verbrechen an Herlene Dooley begangen zu haben und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nach dem Gesetz kann er nach Verbüßung von 8 Jahren eine vorzeitige Haftentlassung beantragen. Herlenes Familie zeigte sich enttäuscht über das Urteil. Ihre Angehörigen hielten die Strafe angesichts der Schwere des Verbrechens für zu milde. Das Gericht berücksichtigte jedoch die Argumente der Verteidigung hinsichtlich seines psychischen Zustands zum Zeitpunkt des Vorfalls, was sich auf das endgültige Urteil auswirkte. Gemäß dem Urteil wird Ash bis 2044 in Haft bleiben, obwohl er die Möglichkeit hat, bereits 2029 vorzeitig entlassen zu werden. Ob er eine vorzeitige Entlassung erhält, bleibt ungewiss. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.